Ja, herzlich willkommen heute Morgen bei schöner Kälte in Oberbayern in Beuerberg. Wir haben jetzt unseren nächsten YouTube-Film und zwar einen Jaguar E-Type. Ist ja die Raubkatze gewesen von England, ist gebaut worden ab 1961. Und der Wagen hier, das ist ein Coupé, ein besonders schönes Modell der ersten Serie, nämlich der Serie 3,8. Das könnt ihr daran erkennen, er hat diese abgedeckten Lampen hier vorne. Das Auto hat eine tolle Geschichte. Also ihr könnt sehen, dass das ein außergewöhnlicher Wagen ist. Hier mit den Radschverschlüssen, mit den Aluminiumfelgen, die sind ganz selten üblich, hatten die ja Speichen. Dann hat er diese irre schöne Farbe in diesem Mausgrau, hat innen Sportsitze. Der Wagen kommt aus einer ganz berühmten italienischen Sammlung. Der Herr hatte Pech, das ist alles aufgelöst worden vor einigen Jahren. Auto wurde vor ungefähr 20 Jahren voll restauriert und hat heute noch einen wirklich sensationellen Zustand. Optisch und technisch auch, und den fahren wir jetzt. Das ist übrigens ein Auto gewesen mit 6 Zylindern und immerhin 265 PS. Das heißt, die Fahrzeuge, die seinerzeit richtig schnell fahren, waren die Ferraris und die Aston Martins, haben das Doppelte und das Dreifache gekostet und hatten keine höhere Leistung. Und deswegen war dieser Wagen extrem erfolgreich. Und was wir die letzten Jahre jetzt eben auch sehen, ist, dass die Preise bei dem Auto weiterhin ganz toll nach vorne gehen. Also wirklich meine heiße Empfehlung, das ist ein ganz, ganz tolles Auto und besonders dieser hier, schaut euch das mal an, wie wunderschön der Wagen ist. Der Wagen hat wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. Haben wir gestern erst bekommen, habe ich gesagt, tolles Wetter heute, jetzt machen wir eine Fahrt. Also und los geht's. Ja, da wir es heute Morgen frisch haben, hier bei uns ist ja noch ein bisschen kühl der Motor, den müssen wir erst einfahren. Ich habe gemerkt, unter 1000 Umdrehungen schüttelt er sich ein bisschen und das Auto hat ein synchronisiertes Getriebe. Die sind ja gebaut worden von 1961 bis 1964, diese Autos, als Serie 1 3,8 und der hatte halt noch dieses unsynchronisierte Getriebe. Deswegen bin ich eben im zweiten Gang angefahren und da schüttelt er sich ein bisschen, also unter 1000 Umdrehungen mag er das nicht. Aber sonst zieht er toll durch. Also ein Bild von einem Auto in dem Falle. Das ist einer der schönsten E-Coupés, die ich je gehabt habe. Der ist ja so toll restauriert. Es ist bekannt, dass der aus einer großen italienischen Sammlung stammt. Und der Wagen ist vor gut 20 Jahren voll restauriert worden. Es gibt zu dem Auto ein Heritage-Gutachten. Der Wagen hat eine tolle Aktenlage. Es gibt also dieses Heritage-Gutachten. Das Auto hat Matching Numbers und auch sonst stimmt alles an dem Auto so, wie es sich gehört. Was mir eigentlich aufgefallen ist, er müsste hier vorne Aluminium haben, das hat er nicht. Das müsste hier ein Aluminium so über 1000, der kommt da. Vielleicht hat er falschen Sprit drin, oder? Aber ist die Kälte einfach. Das hat die der Kälte? Roadster auch gemacht, ja. Ja, ist die Kälte. Also er ist noch nicht richtig warm, er spotzt noch ein bisschen, aber wir werden ihn gleich warm fahren. Aber ihr wisst ja, wie das ist. Also an jedes Auto muss man sich morgens erstmal gewöhnen. Ja, man merkt, jetzt zieht er aber besser. Man spürt, dass er hart gefedert ist. Der Wagen ist auf sportiv restauriert worden. Er hat Schalensitze, die ganz selten sind, die richtig viel Geld kosten. Er ist auch von der Farbe, dieses Mausgrau außen und innen rot, finde ich wunderschön, also wirklich gelungen. Und qualitativ ist der Wagen toll gemacht. Also man merkt, jetzt rüttelt er immer noch. Siehst du, er hat noch keine 1000 Umdrehungen. Dann wirst du sehen, wenn er jetzt ab 1000 kommt. Jetzt geht's, ja. Jetzt funktioniert er. Also Kraft ist bei dem Wagen, ich habe ja schon gesagt, 265 PS. Seinerzeit die Aston Martins oder die Ferraris waren nicht schneller als er. Er hat eine Höchstgeschwindigkeit von 241 Stundenkilometer gebracht, was natürlich sensationell war zu der Zeit 1961. Übrigens in Paris vorgestellt damals. Also das Auto hat wirklich Reden von sich gemacht, war ja auch eine totale Design-Ikone bis heute.
Selbst Enzo Ferrari musste zugeben, dass das wirklich ein absoluter Traum war, was die Engländer da entwickelt hatten. Ja, und wenn der richtig schön warm gefahren ist, und da sind wir gerade dabei, da merkt man, dass der einen super Motor hat, dass der ganz toll Kraft hat. Also das ist ein echter Supersportwagen der 60er Jahre. Und der ist hart, merkst du, die haben also, das Auto ist fürs Rennen gebaut, aber man spürt, dass der toll restauriert ist, der Wagen. Der ist ganz straff beieinander. Schaltung funktioniert gut, ist übrigens auch hier der Aluminiumgriff für die Schaltung. Finde ich sehr schön, haben die Serienautos so nicht gehabt. Der Wagen ist also höchstwertig restauriert worden, das muss man sagen. Auch hier die Einfassung um die Manschette von der Schaltung auch sehr, sehr schön gemacht. Also ein E-Type muss man fordern. Das sind immer wunderschöne Autos gewesen. Haben eine 6-Zylinder-Maschine, ist ja schon der Vorgänger von dieser Serie, war der Jaguar XK. XK 120, XK 140 und XK 150. Er muss über 1000 Umdrehungen, dann kommt er. So, sind ganz, ganz tolle Autos gewesen heute unter Oldtimer-Sammlern, heiß begehrte Fahrzeuge. Aber der Riesensprung ist dann praktisch der Nachfolger vom D-Type gewesen. Das war ja der Rennwagen, wo so 1959 große Rennerfolge, das war der Wagen mit der Flosse hinten, eine große Rennerfolge hingebracht haben bei der Firma Jaguar. Und dann haben sie das hier in Serie gebaut. Und das ist ein Auto, von denen relativ viele produziert wurden. Also fest steht jedenfalls, dass der Jaguar nicht mal die Hälfte gekostet hat, damals vom Ferrari oder vom Aston Martin, und dafür eine irre Leistung gebracht hat und trotzdem auch ein sehr, sehr exklusiver Wagen war. Jetzt müssten wir gleich mal gucken, ob man mal hier so... Ja, also er brummt richtig los. Man merkt die Kraft bei dem Auto. Mal gucken, wie die Bremsen funktionieren. Ja gut, der Wagen hat ja schon Scheibenbremsen, ist auch da, was das angeht, also wirklich modern ausgestattet. Da runter. Ja. Modern ausgestattetes Auto. Was mir so ein bisschen dünn vorkommt, ist das Lenkrad, aber das sind die Originalen, das war so. Das ist ja Holz, es verbiegt sich auch ein bisschen, könnt ihr hier sehen. Also bei so einem Auto erwartet man eigentlich einen festen Griff, das tut er nicht. Man muss das Auto feinfühlig fahren. Schaltung funktioniert gut. Also hier habe ich das eindeutige Gefühl, das Auto gehört mal richtig gefahren. Weil das ist, nachdem er aus der Sammlung gekommen ist, verauktioniert worden, ist dann an einen großen Händler in Deutschland gegangen, den ich auch kenne. Und der hat ihn dann weitergegeben. Und eigentlich sucht dieses Auto jetzt wieder ein richtiges Zuhause, was er ja jahrzehntelang hatte. Und man spürt, dass der aus einer Sammlung kommt. Also einmal merkt man das an den ganzen Details. Und es ist ein ausgefallener XKE, also E-Type. Also so in der Qualität werden solche Autos normalerweise, gibt es die nicht am Markt. So. Also das ist schon richtig Sportwagen. Das ist schon richtig Sportwagen. Der fährt schon geil, tolles Ding. Es ist ein spannendes Auto, wenn man vorne über diese ellenlange Haube guckt. Die haben ja seinerzeit, das sieht aus wie aus einem Guss und das ist es auch. Der gesamte Vorderwagen dieses Autos besteht aus einem Teil, der komplett nach vorne klappt. Ja, ist hart gefedert, aber passt zum Auto, muss man wirklich sagen. Der muss hart gefedert sein. Ja, also nach den ersten Metern, jetzt kann ich schon eines sagen, das ist wirklich als Sportgerät gebaut und der Wagen hat eine irre Leistung. Also wenn man da drauf tritt, das habe ich eben gemerkt ein paar Mal, der dreht er höchstens bis 2.500 oder 3.000 Umdrehungen, da hat er eine Kraft, da würde man heute sagen, das Auto hat 400 PS. So kommt er mir vor und er brüllt auch richtig los. Aber hier, wow. Was ein Motor, was der abgeht, was? Ist ja Wahnsinn.
Auto soll ja 241 Stundenkilometer schnell sein, das glaube ich dem Auto auch aufs Wort. Absolut, der ist so schnell. Also das ist ein richtiges Sportgerät, was so eigentlich mit alten Zeiten gar nicht so viel zu tun hat. Das haben die super aufgebaut, diesen Wagen. Also vielleicht mal hier vorne, ist ja relativ außergewöhnlich, wie sowas beim E-Type aufgeht. Das sind diese Hebel, die man rauszieht oder reindrückt, beidseitig, links und rechts. Dadurch ist die Haube vorne geöffnet. Und da das ja ein einziges Teil ist, wie ich euch schon gesagt habe, klappt man dann das Ganze nach oben und hat quasi den gesamten Vorderwagen aufgeklappt. Hier vorne ist noch eine Arretierung, die muss man reindrücken. So. Und da ist das zu sehen, was eben so einen riesen Lärm gemacht hat, was eine dermaßen Power hat. Ich kann nur sagen, das ist der E-Type, der bisher am besten losgegangen ist, den ich gefahren habe. Also wenn man hier reinguckt, man sieht, dass das Auto mit einer absoluten Akkuratesse restauriert wurde. Das ist ganz, ganz toll gemacht worden. Oder schaut mal hier rein, der Wagen ist wirklich aufwendigst komplett restauriert. Das ist sehr, sehr selten bei einem E-Type. Die Autos sind, wenn die dritte, vierte Hand gekommen sind, öfter mal lieblos behandelt worden. Also der hier ist für einen Riesenaufwand wirklich erstklassig restauriert worden. Kann man, glaube ich, gut sehen. Und der 3.8er ist halt der interessanteste von allen. Möchtest du da auch noch mal gucken? Ja, die tollen Vergaser. 3 Weber Vergaser offen. Ist natürlich auch wirklich klasse. Soll ich das mal anmachen? Hat eine deutsche Erstauslieferung in Frankfurt. Kann man hier so ein bisschen sehen, er hat einen 260 Kilometer Tacho, muss aber wahrscheinlich im Laufe seines Lebens dann mal in die USA gekommen sein. Man sieht hier unten noch Meilen, aber das sind 260. Ja, Drehzahlmesser hier vorne, da ist die Uhr da unten, Drehzahlmesser bis 5.500. Wir haben eben hier höchstens mal 3,5 gedreht, mehr nicht, und der entwickelt dieser Motor eine gewaltige Leistung. Da vorne ist Lights, hier sind die ganzen Panel Lights und alles mögliche, da ist der Starter. Man dreht hier rum und startet dann da. Öl, Wasser, Tank und Ampere ist für Heizung, Batterie. Ja, Choke brauchen wir nicht im Moment. Er läuft astrein. Das Schöne sind hier halt eben diese Sportsitze. Also auch daran kann man erinnern oder kann man erkennen, dass der Wagen wirklich für einen sportlichen Einsatz gebaut wurde. Und so kommt mir das Auto auch vor. Aber es ist egal, wo ihr guckt, ob das die Sitze sind oder da vorne, wie das alles gearbeitet ist. Das ist ein Auto von höchster Qualität. Also in der Qualität habe ich einen E-Type ganz, ganz selten gesehen. Also so hochwertig gemacht. Auto ist was Besonderes, definitiv. Also laufen tut das Auto richtig schön. Wenngleich man muss aufpassen, die E-Types haben ein Fahrwerk, das ist nicht ganz unproblematisch. Also wenn man diesen Wagen Volllast fährt, muss man richtig wissen, was man in der Hand hat. Wissen, was man tut. Man muss sehr viel Fahrerfahrung haben. Aber man muss wissen, dass diese Autos ab und zu mal ausbrechen. Trotz dieser wahnsinnig schönen Form, die also, ich sag mal, bei englischen Sportwagen unerreicht ist, wie ich finde. Ich mag einen E-Type total gerne. Es ist ein wunderschöner Wagen. Vor allen Dingen er hier in so einer hohen Qualität restauriert. Ihr könnt hier sämtliche Veranstaltungen mitfahren. Das Auto hat Power ohne Ende, hat 265 PS. Schafft übrigens von 7 Sekunden von 0 auf 100 und hat ein Gewicht von 1,2 Tonnen. Das sind also 1200 Kilo. Was nicht viel ist, und das sind eben diese Leistungsdaten, die insgesamt zu dieser irren Power und Beschleunigung führen. Also ein richtiges Sportgerät, und ich finde ganz persönlich, ich wüsste gar keinen Wagen, der für so wenig Geld so viel bietet wie er hier. Also normalerweise bei so einer Leistung kostet so ein Auto 700.000, 800.000 Euro. À la Ferrari, Aston Martin oder Lamborghini aus der Zeit, die sind ja viel, viel teurer. Aber ich bin schon Lamborghini 400 GT gefahren und wie sie alle heißen, schneller sind die auch nicht als er hier. Und das ist ein Auto, sage ich mal, was auf eine angenehme Art auffällt. Es gibt ja so Ferrari und so, da kann dann auch schon mal vorkommen, dass die Leute neidisch sind. Aber beim E-Type eigentlich nicht. Also das ist ein schönes Auto, kann auch Bergstraßen gut fahren, hier wie wir gerade sehen.
unterlegen ist man bei dem Auto anderen Leuten gegenüber nicht. Das merkt man, der geht ganz schön durch. Er hat gut Power. Ja, das kann man doch zeigen hier, wie es vorangeht. Tja. So, da hochpassiger Kopf, du. Oh, sag mal. Was soll das so sein? Rapam, rapaf. Bremsen sind sehr gut bei dem Auto. Man kann schön beherzt reintreten, da kommt auch was. Ja, der Wagen schafft es in 7 Sekunden von 0 auf 100. Das ist ein Wert auch bei heutigen modernen Autos aktuell ziemlich schnell. Toll ist, dass man das durchschalten kann. Man spürt ganz einfach die Kraft von dieser 6-Zylinder-Maschine. Es ist ein Rennmotor, der äußerst erfolgreich war. Der ist erst als 3,8 Liter gebaut worden, später dann als 4,2 Liter. Die Autos ab Baujahr 66, 67 waren noch ein bisschen moderner, aber die interessanten und die gesuchten sind die 3,8er. So wie er hier. Ja, das ist Sportwagen. Das ist Sportwagen live. Oh. Weißt du, was gerade passiert ist? Nee. Ist Gas hängen geblieben? Nein, Fuß und Bremse gleichzeitig. Okay. Die sind so dicht zusammen. Also sag mal, du. Da muss man aufpassen, um Gottes Willen, du. Das ist aber ganz gefährlich, du. Das habe ich auch nicht erlebt, sowas, du. Ja, man muss sich für solche Sportwagen immer ganz, ganz schmale Schuhe anziehen. So wie die ein bisschen breiter sind, trittst du aus Versehen plötzlich beide Pedale. Das ist immer unglücklich dann. Denn der hat so viel Kraft, ich glaube, der Motor ist stärker als die Bremse hier. Das ist ein Auto, wo man Auto fahren können muss, aber ein schickes Teil, macht auch Spaß. Reisen kann man übrigens machen mit dem Auto, wenn ihr hinten mal im Kofferraum guckt. Das ist zwar nicht üppig, aber da passt genug mit. Also für 2 Personen ist das ein gutes Auto, um unterwegs zu sein. Und ein Wagen, der sehr viel Fahrspaß macht. Ein richtiger Sportwagen. Mein lieber Freund, er geht aber los, was? Nicht schlecht, ne? Also 265 PS glaube ich dem hier nicht, der hat mehr, der muss mehr haben. Der zieht ja ab, der Wagen. Boah. So, jetzt aber, jetzt ist frei hier. Ja, also wer einen reinrassigen Sportwagen haben möchte, einen Supersportwagen der 60er Jahre, das ist hier echt meine Empfehlung. Das Auto kann er fahren.
Die sind ganz preisstabil. Es gibt gute Autos, gibt es gar nicht viele. Und vom Serie 1 Coupé sowieso nicht. Wir haben gerade kürzlich einen nach Holland verkauft. Da haben wir für bekommen 125.000, soweit ich weiß. Die Qualität von dem Auto ist noch mal besser. Und der hat noch viel mehr Extras hier. Also das ist ein richtiges Renngerät hier. Ein toll restaurierter Wagen. Und es ist auch völlig klar, dass der in der Sammlung war. Also laufen tut das Auto fantastisch. Kann ich nicht anders sagen. Ja, dieser Platz, das ist ein ganz besonderer Platz immer für uns, den fahren wir ab und zu an. Ihr wisst ja, wir sind streng gläubig, wir sind auch im katholischen Bayern hier. Und wenn wir so einen Supersportwagen fahren, ist das ja auch immer gefährlich. Und deswegen ist das hier unsere Autofahrerkapelle, die wollte ich einfach mal vorstellen. Und zwar, wir beten vorher und jetzt haben wir eine gute Fahrt hinterbracht und haben noch ein bisschen hinter uns, bis wir wieder zu Hause sind. Ja, wir beten, muss man ja so machen, dass alles immer gut läuft, dass wir Glück haben, dass wir nie einen Unfall haben, dass uns der liebe Gott auch wohlgesonnen ist. Bisher hat das ja immer gut geklappt bei unseren Filmen und wir hoffen, dass das auch weiter passiert. Das ist übrigens eine wunderschöne Stelle, schaut euch das mal an. Der Platz steht da hier nicht umsonst. Ich zeige euch mal ganz kurz, wo hier in Bayern der liebe Gott wohnt. Das sind diese kleinen Kapellen, das ist hier, glaube ich, bei uns in der Gegend eine der schönsten Kapellen. Schaut mal hier, da gibt es einen Altar da drin. Das wird gespendet hier unten von den Bürgern, die hier wohnen. Hier wird auch immer gebetet, eine kleine Wallfahrtskapelle und wirklich einfach wunderschön. So, das wird hier noch mit Liebe gemacht. Das gibt es in vielen Gegenden Deutschlands so nicht mehr, in Bayern hier schon. Wir sind ja Oberbayern, direkt am Alpenrand und schaut euch mal an, wie schön dieses Panorama ist. Wir haben hier unten die grünen Wiesen, Sonne scheint, der ganze Alpenrand ist komplett voller Schnee. Wir haben da oben über 1 Meter Schnee. Und ich sage mal, in so einer Stimmung, in so einer Atmosphäre muss man dem lieben Gott auch wirklich danken, dass man das so erleben darf. Und das tun wir jetzt einfach mal. Haben unseren E-Type hier geparkt, direkt auf der Wiese. Und ich finde, das ist einfach ein sehr, sehr schöner Moment. Das wollte ich euch mal mitteilen. Ja, auch das gehört dazu zu unserer Probefahrt. Der ist ganz schön schnell und wenn du den nicht richtig beherzt fährst, fliegst du in die Prärie. Das Ding ist nicht ungefährlich. So sehe ich das jedenfalls. Fußgänger erschrecken. Schöner Sound. Ach, der Simsig, guck mal, wie toll heute. Zum Baden noch zu kalt, aber zum Angucken wirklich schön. Kann man nicht anders sagen. Ja, das war eine tolle Probefahrt. Die hat heute mal ein bisschen länger gedauert. Heute sind wir mal 30 Kilometer gefahren. Schätze ich mal mindestens. Aber das Auto läuft wirklich toll. Kleine technische Sachen müssen so ein bisschen eingestellt werden. Ich vermute, das hat damit zu tun, dass er lange gestanden hat. Aber sonst, man merkt, das ist ein tolles Auto. Ganz, ganz toller E-Type. Sind ja leider die Hälfte der E-Types immer so ein bisschen verfummelt und verbastelt und halb gut, auch weil sie manchmal aus den USA kamen und dann nur lackiert wurden. Aber das Auto hier ist substanziell klasse gemacht. Da hat einer nie aufs Geld geguckt. Und hört euch den Sound an. Das Ding geht da ab wie verrückt, ne? Geil. Echt klasse. Also Power hat der wirklich. Und ich würde sogar mal sagen, der hat mehr Power als die normalen. Das kommt mir so vor, dass der schneller ist. Der hat mehr Kraft. Ja. Also das Auto schätze ich auf mindestens 300 PS. Der hat keine 265, der hat mehr.
Der muss mehr haben. Wahrscheinlich durch diese Vergaser auch, die er da vorne drauf hat, möglicherweise. Ja, heißes Teil, echt, ein heißes Teil. So, ein letztes Mal drauf treten, zeigen, was er kann. Wahnsinn, also die Maschine kann was. Boah. Die Maschine kann wirklich was. Ja, liebe Freunde, das war der nächste Film von einem Jaguar E Serie 1 3,8 Coupé. Heute bei schönstem Wetter aus Oberbayern. Hat mir eine riesen Freude gemacht. Sag mal, schön, wenn ich weiß, ihr seid dabei, ihr guckt mir übers Lenkrad. Da vorne kommt Beuerberg. Da wird er jetzt sein Zuhause finden für die nächste Zeit. Ja, da möchte ich mich bei euch verabschieden. Ich wünsche euch alles Gute. Freue mich, dass ihr wieder meine Gäste wart. Bis zum nächsten Mal. Euer Stefan Luftschitz. Okay, und ciao.